So, hallo zusammen. So, wir starten heute mal die Kampagne. Ich glaube, ich habe die schon 2, 3, viermal gespielt, aber da ja dieses Jahr Transport Fever 3 rauskommen soll. Die Menschheit bringt laufend neue, großartige Erfindungen hervor. Habe Teil am rasanten technologischen Fortschritt und stelle den reibungslosen Transport in verschiedenen Regionen der Welt sicher. Yes, tun wir. Wie gesagt, es kommt Teil 3 dieses Jahr raus, hoffentlich, ohne Verschiebung irgendwann. Ich denke mal bestimmt erst Quartal 3 oder 4. Und da dachte ich mir, es wäre doch mal wieder Zeit, mal die Kampagne wieder zu spielen. Ich mag Kampagnen spielen. So, Amerika mitten im 19. Jahrhundert. Im Territorium von Nevada, wo unlängst bloß eine Handvoll Büffel graste, herrscht neuerdings rege Betriebsamkeit. Jenseits der Sierra, nahe des Carson River, ist Gold gefunden worden. In rauen Mengen soll es vorhanden sein, man braucht es nur auszubuddeln. Wer hart genug schuftet, wird reich belohnt werden. Welch glänzende Gelegenheit! mhm. Dann buddeln wir mal nach Gold. Willkommen im Neuland, Neuling. Du willst reich werden? Dann bist du hier goldrichtig. In Virginia City herrscht Goldgräberstimmung. Und du, Glückspilz, hast beim Pokern im Red Dog Saloon die Schürfrechte für einen vielversprechenden Claim gewonnen. Schon bald wirst du Goldklumpen so groß wie Katzenköpfe zutage fördern. Dank Cleverness und Kartenglück nennst du eine Goldgrube dein eigen. Die vormalige Besitzerin, ein Saloon-Mädchen namens Susie, das offensichtlich ganz miserabel Poker spielt, hat bereits erste Vorarbeiten veranlasst und praktischerweise auch gleich die nötigen Gerätschaften dagelassen. Jetzt musst du die Mine bloß noch finden. Verschaffe dir einen Überblick und finde heraus, wo die Schätze schlummern. Oh. Aha, jetzt geht's. Mal an Kamera neigen. Ach ja. Spüre den Eingang zum Stollen auf. Ich würde sagen, große Fragezeichen. Welch vielversprechender Claim. Noch wurden zwar erst ein paar Felsbrocken zutage gefördert, doch kein Grund zu verzagen. Da muss einfach noch tiefer geschürft werden. Damit der schöne Schacht nicht einstürzt, solltest du ein paar solide Holzbalken vom nahen Wald heranschaffen. Damit lässt sich der Stollen vortrefflich stabilisieren. Errichte eine Station, wo die Pferdekarren mit Baumstämmen bepackt werden können. Ich errichte. Erkläre dem etwas begriffsstutzigen Kutscher, welchen Weg er nehmen soll. Nun muss noch ein kleines Fahrzeugdepot für die Pferdekarren her. Alles ist bereit. Jetzt musst du nur noch einen Karren für den Holztransport auftreiben.
Das ja. Ein solides Gefährt. Der Transport kann beginnen. Bald schon lässt es sich tiefer schürfen. Na, dann Glück auf. Sollte vielleicht auch mal loslegen. Sieht doch mal aus, wenn Geld drin wäre, wa? War denn überhaupt 10 Millionen? Na, mit 10 Millionen muss ich andere Sachen einstellen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Vielleicht war deine Pokerpartnerin gerissener, als du dachtest. Aller Mühsal zum Trotz fördert die Mine nur ein paar Brocken Silbererz zutage. Am besten du wirst sie los, bevor sie dich noch ruiniert. Erfreulicherweise stranden stets neue Grünschnäbel in Virginia City, denen du dieses vermaledeite Loch für gutes Geld verhökern kannst. So, die Silbermine bist du für eine passable Summe losgeworden. Zeit, dieses Geld in ein lukrativeres Unterfangen zu investieren. Und da gibt es eine hervorragende Möglichkeit. Das ganze Erz aus der Mine muss zu den Silbermühlen unten am Fluss befördert werden. Eine Eisenbahn, die den Transport übernimmt, wäre ein vielversprechendes Unterfangen. Hat der gerade 100 Millionen für die Mine gekriegt? Naja. Kann man schlimmer treffen, ne? Was habe ich denn jetzt gerade gedrückt? Warte mal. Maus, was machst du hier mit mir? So. Ich wollte dich doch drehen. Das Terrain ist tückisch. Das erfordert ein paar ganz krumme Kurven. So, hier komme ich ja um den Tunnel nicht drumherum. Ich darf hier noch gar nicht selber bauen. Ich soll es einfach nur verbinden. Errichte eine Bahnlinie, die das ganze Erz flugs ins Tal transportiert. Eine anständige Eisenbahn verlangt nach einem soliden Bahndepot. Ein wahrlich gelungenes Bauwerk. Jetzt müsste es nur noch angeschlossen werden.
Nun endlich ist es an der Zeit, eine schöne Lokomotive samt ein paar Waggons zu erwerben. Ich erwerbe. Mehr haben wir inne. 3 Waggons. 1, 2, 3. Welch stattliches Stahlross! Zeit, es auf seine Jungfernfahrt zu schicken. Der Erztransport nimmt Fahrt auf. Mit ein bisschen Glück macht er dich reicher als alles Silber von ganz Nevada. Oh, es ist vollbracht. Der erste Zug rollt über die Strecke. Die Menschen lassen alles stehen und liegen, um dein Wunderwerk zu bejubeln. Applaus, Applaus! Da kommen wir vorne. Hurra! Der Ja. Jubel will nicht enden. Und das ist alles dein Verdienst. Hab ich toll gemacht. Ich habe nur gemacht, was ihr gesagt habt. So, ich würde sagen, wir sind da. Dank deiner Bahn läuft die Silberverhüttung auf Hochtouren. In Carson City steigen mittlerweile allerlei feine Damen und noble Herrschaften ab. Sorge dafür, dass sie sich auf den schlammigen Straßen nicht das gute Schuhwerk ruinieren. Bringe etwas über die Bedürfnisse deiner zukünftigen Passagiere in Erfahrung. Deine Dienstleistungen werden in der ganzen Stadt gleichermaßen benötigt. Ach so, halt hier unten. Ich war in der falschen Stadt. Sieh zu, dass deine Kutschen keine Haltestelle auslassen. Errichte ein Depot, wo die Pferde angespannt und die Kutschen gewartet werden können. Erstehe ein paar Kutschen samt Pferden, damit du loslegen kannst. Sehr schön. Da warten schon die ersten Passagiere. Ab geht's. Der Territorial Enterprise vermeldet, ein Untier treibt sein Unwesen in der Umgebung. Laut Augenzeugen sprang es von Baum zu Baum, war mindestens 10 Fuß. Der Reporter, ein gewisser Mr. Clemens, hat ihr seine Quelle offenbart. Ein alter Tagedieb namens Sam Hawkins. Er soll im Saloon in Virginia City zu finden sein. Kann sein, dass man ihm 1, 2 Gläser Schnaps spendieren muss, bevor er mit der Wahrheit ausrückt. Der gute Mann war sehr auskunftsfreudig. Das Ungetüm wurde mit jedem Whisky, den man ihm spendiert hat, einige Fuß größer.
Es soll ganze Rinder am Stück verschlingen und sich die Überbleibsel mit einer Wagendeichsel zwischen den Zähnen hervorpulen. Unser Informant meint, es halte sich nahe der Ponderosa Ranch auf, wenn er sich nicht irre. Der alte Cartwright und seine Söhne waren nicht eben begeistert von deinem Besuch auf der Ponderosa Ranch. Offenbar bist du nicht der Erste, der sich an die Fersen des Ungeheuers heftet. Dutzende hätten ihr Land belagert. Wo vor kurzer Zeit nichts als ein ödes Provinznest war, gedeiht nun dank deiner Transportdienstleistungen ein prächtiges Städtchen. Im Volksmund nennen sie es gar das Wunder von Carson City. Immer mehr Menschen wollen hier ihr Glück versuchen. Daran sollte man die Leute nicht hindern. Steige ins Passagiergeschäft ein. Deine Fahrkarten werden heiß begehrt sein. Sorge dafür, dass der Rest der Welt endlich Anschluss an das boomende Städtchen von Carson City findet. Der Territorial Enterprise vermeldet, der wilde Mann ist tot. Sein Leichnam wurde den Wassern des Lake Tahoe übergeben, wo er auf 200 Meter Tiefe sinken, bewegungslos in einen Eisblock eingeschlossen und aufgrund des hohen Drucks auf die Größe eines Kleinkinds schrumpfen wird. Nun ja, da lässt sich wohl nichts machen. Aha. So, dann machen wir mal hier weiter. Also, wir sollen einen Passagierbahnhof bauen. Wo muss ich hin? Ach, bis hier hinter. So schwer kann das ja nicht sein. Halt, leise. Okay. Bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ja, so passt. Erwerbe eine Zugkomposition, die das Volk aus aller Welt nach Carson City bringt. Danke. Wir machen das aus. Langsam nervt's. So, auf der Welt und 3 Waggons. Eine Lokomotive, 1, 2, 3. Zeit, die Linie von Reno in die Silberstadt Carson City zu eröffnen. Hier haben wir so jetzt zu. Oben in Glenbrook gibt es Feuerholz, das die Dampfmaschinen in den Silberhütten so richtig schön zum Schnaufen bringt. Aber Vorsicht, dass dir nur die Cartwrights von der Ponderosa Ranch nicht über den Weg laufen. Mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Da bist du den Cartwright-Jungs gerade noch entwischt. Jetzt so schnell wie möglich eine ordentliche Ladung Baumstämme ins Tal schaffen, bevor die Rancher wiederkommen. Es geht los.
Alle Welt drängt darauf, mit deiner schönen Bahn zu fahren. Mit Bahn fahren. So. Ähm, Baumstämme. Da muss ich Güterdepot bauen. Straßendepot habe ich schon. Und dann brauche ich eine neue Linie. Da. Da. Ein Depot. Drei. Und hier sind die 5. Carson City Transfer. Wir laden hier mal voll. Vorher gibt es hier nichts weg. Wir fahren hier nicht mit halben Sachen. So, wie sieht es hier aus? So, ein bisschen mehr transportieren. Wo liegt denn hier eigentlich? 113. Wie viel durfst du jetzt? 42. Ach du Scheiße. Oh. Hat ein bisschen zu schnaufen, aber muss ich mal ein bisschen Gewinn machen. Na, wie viel wird's? 500.000. Das kann man nehmen. Oh, und da steht 26. Wie viel passen hier rein? 42. Aha, jetzt habe ich die E. Ach, habe ich die gleich voll? Na gut, und die andere auch gleich. Wenn er wieder auf dem Rückweg ist. Dank der Lieferung läuft die Silberverarbeitung auf Hochtouren und damit auch dein Transportgeschäft. Äh. Ich hoffe, dass in Teil 3 wieder welche machen. In Kampagne, aber ich glaube schon. Ich hoffe schon. So, wo bist du denn? Da, kommt da.
Das Silbergeschäft läuft glänzend. Und aus einer Ansammlung armseliger Baracken ist die mondänste Stadt im ganzen Westen geworden. Hier finden sich die exquisitesten Geschäfte, die besten Saloons und die schönsten Freudenmädchen weit und breit. Es bieten sich zahlreiche Gelegenheiten, die Silberdollars auszugeben, die du dir redlich verdient hast. Dein Eisenbahngeschäft ist die wahrhaftige Goldgrube im Staate Nevada. Super. Die Insel Java. Ein tropisches Juwel inmitten des Indischen Ozeans, gewissenhaft verwaltet durch akribische niederländische Bürokratie. Wir schreiben das Jahr 1870 und die Kolonie befindet sich im Umbruch. Neuerdings ist es Privatpersonen erlaubt, Ländereien zu pachten und Plantagen zu bewirtschaften. Das fruchtbare Land bietet ideale Bedingungen für den Export zahlreicher Kolonialwaren. Auf zu einem exotischen Erlebnis. Mhm. Das war dann das mit dem um den Berg drumherum fahren, ne? Da wäre ich Niederländisch-Indien. jetzt auch gerne. Hier auf so einer Insel. Gewiss das vortrefflichste Kolonialreich unter der Sonne. Voll mit köstlichen Früchten und wohlfeilen Arbeitskräften. Du stehst im Dienste der Kolonialverwaltung. In der Ingenieurskunst hochbegabt, bist du berufen, das hiesige Transportwesen zu reformieren. Komplettiere diese Aufgabe zur Zufriedenheit der Krone. Dann winkt dir vielleicht gar der Gouverneursposten. Mhm. 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 Transport ist eine sehr gefragte Dienstleistung auf diesem wenig zivilisierten Eiland. Es ist bei Strafe verboten, Zugtiere wie Ochsen zu essen. Deshalb hat dich die Kolonialverwaltung beauftragt, eine Eisenbahn zu bauen, auf das die Plantagenwirtschaft prosperiere. Der köstliche Kaffee soll aus dem fruchtbaren Hinterland zwecks Verarbeitung in den Betrieb nahe der Stadt befördert werden. Wer weise und wohlfeil bauen will, vermeidet unnötige Steigungen. Nimm die erforderlichen Vermessungsarbeiten vor. Das war's du. Errichte eine Strecke von der prosperierenden Plantage durch das tückische Terrain bis zur Verarbeitungsfabrik, wo die Kaffeefrüchte geschält werden. So, warte mal. Ist doch ein da ist schon hier vorne. Ach so, damit ich hier nie auf die Höhe gehe oder was? Ein Güterbahnhof. Angleisen? Oh Gottes Willen. Was hat er denn da wieder für 'n Käse gebaut? Dann Ein wählen vielleicht auch einfach Depot hier 'n tut Not. Mhm.
War, glaube ich, nicht der beste Platz. Erwerbe käuflich eine komplette Komposition samt Lokomotive und Waggons. So, du kannst nicht, du kannst. Und maximal 50. Ich will auch eine Borsig nehmen. Gekauft. Ach so. Doch, ja noch 4. Nun können die Kaffeefrüchte aus den Plantagen auf den Weg zur Weiterverarbeitung verbracht werden. So, bitte hier vollladen. Und dann hätten wir dich und ab geht er. Dann fahren sie mal los. Gut, die machen Versand fertig. Muss ich dann eh gleich aufstocken. Du hier nimm mit den 4 Waggons rumeiern. ...16 Stück. Vorher gar nicht losfahren. Welch eine superbe Bahn! Sie leistet den hiesigen Plantagenpächtern wahrlich wertvolle Dienste. Frisch vom Felde gelangen die Früchte flugs zur Fabrik. Von dort muss der köstliche Kaffee der Kolonie in die Kontore der Hafenstadt verbracht werden, zum Zwecke des Exports. Das sollte man nicht den hiesigen Tagelöhnern überlassen. Zu gemächlich, zu ineffizient, zu unzuverlässig. Damit der vorzügliche Kaffee unbeschadet in die Stadt gelangt, erfordert dies eigens errichtete Stationen, die sich notfalls auch vor plündernden Horden bewachen lassen. Mhm, 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 mhm. Dings. Und. Hä? Muss ich echt so ein Ding hier reinbauen? Es ist soweit. Der Da braucht beförderlichen mein Finger zu schnell. Beförderung in die hiesige Hafenstadt steht nichts mehr im Wege. Schicke die Karren mit Kaffee auf den Weg. Ich habe noch keinen Depot. Das Straßendepot. So, dann kaufen wir mal Cargo. Was haben wir denn? 18, 20, 20. Was ist hier der Unterschied? Gar keiner.
Hier in Tour haben wir. Die Fabrik findet sich nun in der erbaulichen Lage, verarbeiteten Kaffee in die Stadt schicken zu können. Oh weh, dein kompetenter Lokomotivführer Lukas scheint wie vom Erdboden verschluckt. Oder von was oder wem auch immer. Nun denn, Ersatz tut Not. Ob jemand der Eingeborenen dieser diffizilen Aufgabe gewachsen ist? Einige Ansässige zeigen Interesse daran, die überaus noble Profession des Lokomotivführers zu erlernen. Es bedarf einer Übungsstrecke zu Ausbildungszwecken. Derweil nähren Indizien horrible Gerüchte über die Ernährung der indigenen Sippen. Dank deiner zuverlässigen Lieferungen funktioniert die Fabrik völlig formidabel. Allerdings wäre sie sehr wohl in der Lage, weit mehr, ja geradezu kolossale Kapazitäten an Kaffee zu verarbeiten. Du solltest erwägen, das Transportvolumen zu vergrößern. Denn Kaffee aus der Kolonie ist in den Salons des Kontinents. Ein Zug reicht nicht aus, um die Fabrik angemessen mit Kaffeefrüchten zu versorgen. Damit ein zweiter Zug die Strecke befahren kann, ist eine Ausweiche vonnöten. Ich glaube, der passt gerade so rein. Die Züge sollten in der Ausweiche aufeinander warten. Dies erfordert das Setzen von Signalen. Hm? Warum sind die hingebaut? Ach, ich bin an der falschen. Zur absoluten Auslastung der Anlage bedarf es einer weiteren Komposition. Wo die Kaffeeproduktion gedeiht, erblühen auch Wirtschaft und Wohlstand. Dank der Eisenbahn ist die Hafenstadt Surabaya zum lebendigen Umschlagplatz für zahllose Güter und Dienstleistungen geworden. Allerlei Volk aus allen Winkeln der Insel möchte hier gewinnbringende Geschäfte tätigen. Deshalb hat dich die Kolonialverwaltung beauftragt, eine Passagierlinie von Semarang nach Surabaya einzurichten. Zeit, eine Strecke zu errichten, die bald schon die wichtigsten Handelsknotenpunkte in Javas Osten verbinden wird. Kannst ja machen, was du willst, aber dich verkaufe ich wieder. Das ist Blödsinn auf der kurzen Strecke mit dem. Ja, ich weiß, es ist Tutorial und Kampagne, aber. Oder wir machen dich auch noch größer. Ist das hin? 85. Oh, könntest du hinkriegen. Mach dich einfach auch noch größer. So, ich muss gucken. Ja, reicht. Durfte aber auch nie länger sein. In 2 Waggons länger und dann wird es eng. So, jetzt machen wir erstmal die Bonusaufgabe. Mit 2 kleinen Bahnhöfen und einem Depot.
So, und ein Depot. Depot. Hoppala. Damit potenzielle Passagiere nicht sofort verschreckt werden, muss das korrekte Führen des Fahrzeugs erst einmal praktiziert werden. Derweil erreicht dich die schwer verdauliche Kunde, dass deine Fachkraft einem blutrünstigen Kannibalenstamm zum Opfer gefallen sein soll. Da hat der Gleisbauer gesoffen gehabt. Besser. Kaufe eine Lokomotive und lass sie auf der Teststrecke mindestens 1500 Meter fahren. Wir kaufen hier die Bilder, kaufen. So. Von hier nach hier. Und wieder nach hier. Nach hier. 2, 3. Nö. 1, 2 und 3. Drehst du hier um. Wo ist der blöd? Komm weg hier. Warum fährt denn die überhaupt? So, 1, 2, also fährt die so rum. Das wollte ich überhaupt nicht. Wir fahren im Kreis. Hm. Der Pfeil geht zwar in die eine Richtung, aber Hauptsache du fährst im Kreis. Fährt der Bus eben mal rum und das ist ja schon durch. Frohe Kunde! Der Lokomotivführer ist heil zurückgekehrt. Während du ihn in den Mägen von Wilden wähntest, hat er sich indes unverblümt im Urwald vergnügt. Na, solcherlei Verfehlungen kannst du natürlich nicht dulden und musst den guten Mann leider entlassen. Na sowas. Ab ins Depot verkaufen, du machst Bus. Kostet mich nur Geld. So. Was soll ich jetzt verbinden? Semarang mit einer Zuglinie. Semarang und Sobaya. Mhm.
Plan ist vollendet, die Neugierde groß. Nun wird sich zeigen, ob der Passagierverkehr tatsächlich ein formidables Unternehmen wie deines erfordert eine angemessen exquisite Niederlassung. Errichte eine repräsentative Residenz, die auf dem ganzen Eiland ihresgleichen sucht. Wo will ich denn hin? Ich will es schön haben. Nee, der Strand gefällt mir nicht. Hier gefällt mir ja. Ein wahrlich attraktives Anwesen, doch trübt die Freude eine veritable Plage. Schlangen. Die Alte meint, sie wisse nichts. Doch du solltest es bei ihrem Vetter in Semarang versuchen, der sich auf die Mhm. Kunst des Schlangenbeschwörens versteht. Der Schlangenbeschwörer tat kund, du hättest wohl bei deinen Projekten die mächtige Schlangengöttin erzürnt. Da könne nur die Schlangenpriesterin vom Mount Merapi Abhilfe schaffen. Mhm. Vom Mount Merapi. So, mindestens 25 Personen. Ich fahre wieder mit dir und hier passen 8 rein. Dann ab geht er. So, ich transportiere, finde den Tempel. Die Priesterin hat gesprochen. Nur wenn du der großen Schlangengöttin ein Opfer darbringst, wird sie ihre Kinder zurückrufen. Kaffee, so hat die Priesterin prophezeit, vermöge die Gottheit gewiss milde zu stimmen. Mhm. Naja, wenn du meinst, dann machen wir noch von hier bis nach hier. Und ich habe die falsche gebaut. Festgestellt. Auch nämlich die hier. Danke. So, hat er weiterhin gemacht. Hier brauche ich jetzt nur 1, 5 und ab geht's. Wir opfern. Wer hat den noch voll hier? Ah ja, fast. Müssen wir aufsteigen hier. Komm, steig mal auf. Ich kann auch ein bisschen mehr transportieren. Hundert. Zack. Level 2.
So, jetzt müsste doch die eigentlich, oder? Ja, 200 Versand. Sollten hier auch gleich ein paar mehr hingeschippert werden. So, was ist mit euch jetzt hier los? Warum will hier niemand fahren? Habe ich was vergessen? Das ist echt zu wenig Leute. Nicht schwach. So. Kaufen. Also Welch ein Segen! Dein schmuckes Domizil ist... so. Das ist blaue Linie. Alle. Zack. Ah, da. Jetzt steht mal der erste da. Hat doch ganz schön gedauert. Hier bin ich eigentlich mittendrin. Also. Ziele. Genau. Immer schön hin zur Bahn hier. Die macht ja nur miese. Einer. Uh. Vier von 4. Sagt mal, ihr wollt alle zum Bahnhof. Drei. Jetzt sind wir schon bei 3. 5. Ja, wird doch. Oh, da sitzen auf einmal schon 10 drin. Naja, geht los. Kann ewig so lange dauern. Sieht's aus ja mit den Kohlen. Geht. Punktzahl 7. Mal 7. 3. So, sind aber alle abgedeckt. Also ihr könnt alle hinlaufen. Auch hier sind wir 26. Da muss noch ein bisschen. Die will eh nichts haben. Die will noch da das andere Zeug haben. So, 18.
24. Ah, doch super. Dann warte mal halt, bis du nochmal zurückgefahren bist wieder. Ja, wir warten noch ein. Hm. Wir haben's. Oh weh, es rumort im Inselinneren. Der mächtige Vulkan Merapi droht auszubrechen. Dieses Phänomen wurde bei der Streckenplanung nicht kalkuliert. Die Eingeborenen behaupten, man habe wohl irgendeinen ihrer Götter erzürnt. Na, wie dem auch sei, wenn die wertvollen Kaffeefrüchte auch künftig mit der Bahn befördert werden sollen, muss unabdingbar etwas unternommen werden. Es erscheint lohnend, die Infrastruktur zu entfernen, soll sie nicht unter Asche und Lava begraben werden. Ja, ich weiß, ich muss erst dran vorbei. Damit die Kaffeeproduktion für dahin ihren Fortgang nehmen möge, sollte die Trasse in ein Gebiet verlegt werden, von dem anzunehmen ist, dass die zu erwartenden Eruptionen es verschonen. So, dann machen wir das halt alles nochmal neu. So, Die Gefahr ist gebannt. Der Transport kann wieder aufgenommen werden. Der Vulkan macht überdies Anstalten. Das fruchtbare Eiland hat weit mehr zu bieten als Kaffee. Die Witwe eines befreundeten Pflanzers, möge der arme Tropf in Frieden ruhen, baut neuerdings Zuckerrohr an. Macht die Dame glücklich, indem du ihr deine Dienste angedeihen lässt. das habe ich.
Der Zucker muss zur Stadt befördert werden, von wo aus er verschifft und sodann an kontinentaleuropäischen Kaffekränzchen kredenzt wird. Von der Zuckerplantage nach Surabaya. Mhm. Hm. Ja, ich sage mal, ich würde das normalerweise ein bisschen anders machen. Aber es soll ja nur so, das machen wir ganz einfach. Ein bisschen mit Signalen üben. So oder so. Und dann wollen wir so und so. Und wir nehmen Der Verkehr fließt famos. Die Plantagenwirtschaft entwickelt sich prächtig. Der amtierende Gouverneur gedenkt, sich angesichts dieser Erfolge bei Zeiten in die holländische Heimat abzusetzen. Dank deiner hervorragenden Arbeit hast du gute Chancen, seinen Posten zu erben. na, ist doch super. Aber jetzt trotzdem noch jetzt habe ich damit angefangen, jetzt will ich noch das zu Ende bauen. So, jetzt brauche ich auch noch ein paar Signale. Warten, warten. So, brauche jetzt noch einen Güterszug für genau dich. Neue Linie von hier nach hier. So, jetzt bin ich gespannt, ob ich von dem überhaupt da rauskomme. Das dachte ich mir nämlich fast. Das wird jetzt ein lustiges Gleis werden. Bin nur mal gespannt, ob das überhaupt funktionieren würde. Wir müssen da immer im Kreis fahren. Einmal, einmal im Kreis. Ja, das macht er sogar. Einmal im Kreis und dann einmal rum.
Mäh. Abgebogen. Bisschen nachgelassen. Manchmal 226 hier. Da hat 'n bisschen Mit dem Zug zuckelt der Zucker zügig zur Stadt. Welch Wonne! super. Ja, ich würde sagen, Nummer 2 erledigt. Der Norden Britanniens inmitten des viktorianischen Zeitalters. Die Industriestadt Glasgow platzt aus allen Nähten. Die Fabriken arbeiten auf Hochtouren. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Die kontinentaleuropäischen Länder haben in wirtschaftlichen Belangen längst aufgeholt. Damit das Mutterland der Industrialisierung nicht ins Hintertreffen gerät, muss etwas getan werden. Wer jetzt nicht spurt, bleibt auf der Strecke. Schottland. Land der Aufklärung. Land des Fortschritts. Land der Wissenschaft. Land der Industrie. Der Stadtrat von Glasgow will die Transportinfrastruktur modernisieren, damit die Stadt auch in Zukunft jene pulsierende Industriemetropole bleibt, die sie heute ist. Mit deinem Transportunternehmen bist du geradezu prädestiniert für einen solchen Auftrag. Die Werften am Firth of Clyde sind für ihre stabilen Kähne seit langem berühmt. Neue Verfahren zur Massenproduktion von qualitativ hochwertigem Stahl eröffnen nun ungeahnte Möglichkeiten. Ein Mitglied des Stadtrats hat dir kürzlich bei der Fasanenjagd angeboten, du mögest seine Freunde aus der Schiffsindustrie mit dem wichtigen Werkstoff beliefern. Kohle und Eisen sind in den Landen um Glasgow reichlich vorhanden. Ab in den Hochofen damit!
Kohle und Eisen. Jetzt mal die ganz blöde Frage. Muss ich eigentlich was bauen? Eigentlich schon, ne? Also, für 'ne Eisenbahn lohnt sich das nicht. Hm, hm, hm. Ne, ich wollte doch kaufen. So. Da war's. 50 und 64. Die Schiffswerften begehren nach Stahl für immer kolossalere Pötte. Doch der kommt da nicht von alleine hin. Der Stahl muss in die Mitte.
Mhm, 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 mhm. Theoretisch sollte doch hier mal Stahl jetzt liegen, oder? Mhm, mhm, mhm. Hammer. 83. Deine Lieferungen hochwertigen Stahls ermöglichen den Bau besonders seetüchtiger Schiffe. Zeit, diese robusten Dampfer einzusetzen. Draußen auf den Inseln findet sich Nahrung für die arbeitenden Massen der Stadt. Im Meer schwimmt vorzüglicher Fisch und die Destillerien auf den Hebriden stellen ein ganz exquisites Schnäpschen her. Man nennt es das Wasser des Lebens. Mach dich auf und erkunde die Gegend. Jedes Schiff braucht einen Hafen. Und dein Unterfangen braucht einen ganz besonders guten. Schön Massenabfertigung. Immer schöner Reihe nach. Hm, ja, langsam verdiene ich hier Geld damit. Stau. Kann man hier nie auch noch einen Ausgang dran bauen? Klar. Warte mal, Güter.
Kuckuck. Andere Seite. Bisschen entspannter. Ich brauche eine Hafen. Hilf mit, eine Werft zu errichten, damit du schon bald ein schönes Schiff dein eigen nennen kannst. Erwerbe einen stattlichen Kahn, der dich auf deiner wagemutigen Expedition sicher durch die wilden Wasser der westlichen Inseln schippert. Erkunde die westlichen Inseln, um Schnaps für die Stadt zu beschaffen. Die Industrie brummt. Ihr Bedarf nach Stahl ist dank deiner Dienstleistungen stets gedeckt. Dagegen zeichnet sich ein Mangel an Personal ab. Das städtische Proletariat ist unverschämt verwöhnt heutzutage. Es begehrt zusehends gegen die herrschenden Arbeitsbedingungen auf. In den Highlands warten dagegen zahllose hungrige Menschen dankbar auf eine Beschäftigung. Man braucht sie nur in die Stadt zu schaffen. Errichte eine Eisenbahn in den wilden Westen der Highlands, auf dass dieser abgeschiedene Landstrich endlich die Segnungen der modernen Zivilisation erfahre. Ich glaube, ich weiß, warum die nicht fahren. Weil die bis hier hinten nie rankommen. Jetzt muss... Na guck. Es geht los. Gut. Was soll ich anschließen? Bau einen Passagierbahnhof in Glasgow und Fort William. Einmal Passagier. Das wollte ich. Warum? Warum will der denn? Wie konnte ich denn das ausschalten?
Tastatur. Dass der dieses Snappen C. C war's. Achso, ich muss das dann gedrückt halten. Zack. Neuer Bahnhof muss. Kein Platz für Gebäude. Bahnhof muss hin. Gut. Auch nicht möglich. Okay. Jetzt hier am Flux hier ran. Warum hat er das jetzt wieder weggenommen? Das habe ich noch mal nie gesagt. Ja, dann bau halt so viel beschissene Brückenpfeiler hier hin. Och Mann. Nervst. Ich verstehe jetzt nicht. Ja, ich verstehe das, dass ich die Brückenpfeiler, aber dann mach halt weniger Brückenpfeiler. Warum musst du so viele bauen?
Versorge die Stadt Glasgow mit unverbrauchten Arbeitskräften, die den gewerkschaftlichen Hirngespinsten noch nicht anheimgefallen sind. Was geht das hier denn mal hin? Oh, nö. Passt wieder alles? Ja, ich glaube schon. Na ja, nicht schön, aber selten. Wo früher Bauernfamilien ihre Beete bestellten, grasen heute die flauschigen Wollknäuel der Großgrundbesitzer. Lady McDougall bittet um Hilfe. Sie möchte wissen, ob all ihre Schäfchen noch beisammen sind. Unos momentos. Ich muss ganz kurz, weil die wohnen doch alle hier hinten. Dachte ich mir noch fast. Also da kommt einer hin. Dann da, dann da, dann da und nochmal da. So, Hammer. Ich brauche Passagier. Ab geht's. Fahrt mal rum und dann könnt ihr mal hier die einsammeln, weil die ist mittendrin. So, dann hätte ich gerne Passagier 50, 40, 50. Oh ja. Kaufen. Ab geht's. Hilf bei der Zählung mit und sieh nach, ob sämtliche Schafe noch da sind. Vom vielen Zählen sind alle Zuständigen eingeschlafen. Äh, also, mal jetzt Lärm. Hä? Wie macht man Lärm? Zum Henker macht man hier Lärm. Ja, hier wollen aber viele mit. Oh, so ganz leicht expandiert. Plus 100%. Ich glaube, ich sollte mal die Linie mal ganz kurz klonen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu wenig.
So, 20 Personen. Wir bekommen hier 58. Ach du Scheiße. Hä? Da saßen nur 58 drin. Das verstehe ich jetzt nicht. Da saßen 58 drin und der hat nur 15 gezählt. Hä? Meine Güte, ey. Verschluckt. Die neuen Arbeitskräfte aus den Highlands schuften ausgesprochen ordentlich. Damit sie bei Ach, Laune bleiben und nicht irgendwelchen aufrührerischen Aktivitäten verfallen, sollte man sie vorsorglich ruhig stellen. Der Whisky von den westlichen Inseln eignet sich zu diesem Zweck ausgezeichnet. Beliefere die Stadt mit Fusel, der die Unzufriedenen einlullt, damit umstürzlerische Umtriebe unterbleiben. Dank dir sind die Kehlen in ganz Glasgow gut geölt. Doch auf nüchternen Magen macht das Wasser des Lebens die Leute alles andere als lebendig. Da muss eine solide Grundlage in Form fester Nahrung her. Gerade ist ein neuartiges Gericht in aller Munde. Frittierter Fisch mit frittierten Kartoffeln. Welch kulinarischer Genuss! Verhilft diesem Wunderwerk britischer Kochkunst. Seltsamerweise verschwindet beim Transport ständig ein Teil des Schnapses. Ob er auf. Da schlingert ein Schiff selbst in gar sonderbaren Kurven durch die Lochs der inneren Hebriden. Am Ufer so. Captain Klein meint, die Fährleute seien gar schlecht bezahlt. Darum hätten sie sich gelegentlich einen Schluck der Ladung genehmigt. Das geht natürlich gar nicht. Wenn schon, sollen sie sich wie anständige Leute betrinken, im behaglichen Innern eines guten Pubs. sollte doch eigentlich mit dem hier mit abgedeckt sein, ne? Eigentlich. Ist da mit drin. Muss wahrscheinlich noch immer jetzt abgeholt werden. Deine Dienstleistungen werden die Mäuler der Stadt stopfen und den Fischereibetrieben am Atlantik einen Rekordumsatz verschaffen. Mhm. So, hier hinten.
Das ist ja auch noch hier hinten. Was ist denn hier los? Ah ja, Inventur erledigt, alle Schafe da. Madam? Sir? Ich muss jemanden vorbei. Ah, hm, 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 hm. Alter, wieso das bricht man sehr die. Die Fische draußen im Atlantik springen freudig ganz von selbst in die Netze. Und dank der Eisenbahn ist die Ware sogar noch frisch, wenn sie in der Stadt ankommt. Ist doch super. Ein mysteriöser Steinkreis wird dich in die Vergangenheit befördern, wo du dem ebenso mutigen wie leidenschaftlichen James Fraser helfen kannst, die entscheidende Schlacht von Culloden gegen die englischen Rotröcke zu gewinnen und damit Geschichte zu schreiben. Wie soll das jetzt hier funktionieren? Muss sie doch irgendwie geht's. So. Brauche jetzt Fisch.
Ab geht er. So, und jetzt brauche ich noch eine Linie von hier nach hier hinten, weil die sind nämlich auch da. Und jetzt brauche ich noch ein paar Fahrzeuge für Cargo. Und die kommen auf die Linie 9 und dann kommt die Glasgow Dings 2 laden. So, dann müsstest du doch jetzt langsam anfangen hier mit auslagern. Ja. Die durften aber schon ein paar mehr liegen. Ja, reicht doch mit dem hier hinten eigentlich alles, ne? Oder zumindest viel. So. Sechs. Naja. Oder nie die Welt. Mhm. Gerade mal 11 Fische. Miese und ja, die Linie 9 natürlich auch, weil die hat ja noch nicht transportiert. Mhm. 9 Minuten. 10 Fische haben wir schon. Aber er lagert jetzt mal ein bisschen mehr aus. Ja, sind schon ein paar 30. So. Die Steine geben ihr Geheimnis nicht allen preis. Beweise, dass du ihres Wunders würdig bist. Wie dies zu bewerkstelligen ist, das steht in den Sternen. Slensche, wie sie hierzulande sagen. Die Leute stillen ihren Durst neuerdings auf dem Trockenen. Oder?
Dank deiner Bemühungen blüht die Industriemetropole Glasgow regelrecht auf. Die Fabriken sind mit preiswerten Arbeitskräften versorgt und die Arbeitskräfte mit Schnaps und Fisch. Der Stadtrat dankt es dir und hat ihrer königlichen Hoheit Victoria gar vorgeschlagen, dich in den Ritterstand zu erheben. Welch eine Ehre! Warum fährst denn du immer noch? Bist du doof? Hä? Oh, das hat dieselbe Farbe wie meine Fischlinie. Deswegen, denke ich mir die ganze Zeit: „Hä?“ So, das war die Eins, ne? 1, 3, danke. Mann, Das Geheimnis der Steine ist gelüftet. uh, Allerdings haben sie dich nicht ins Jahr 1746 teleportiert, sondern nur zum letzten Montagmorgen. Vielleicht doch besser, als mitten im Schlachtengetümmel aufzuwachen. Gott. Ja, das sollte jetzt dann auch 433. Gar nicht so schlecht hier, die olle Bahn. Weiter Transport weg. Ein weiter Weg. Was erinnert mich das? Mexikos Westküste im ausgehenden 19. So, Die Menschheit. dann würde ich sagen, war's das für heute. Danke fürs Zuschauen und vielleicht bis heute Abend noch mal oder bis morgen. Ciao, ciao.